Oh, nee, das ist eine Nummer zu krass. Man geht raus auf dieses Brett. Nee, das schaffe ich nicht. Sorry. Furchtbar. Der Puls geht hoch, der Hals schnürt sich zu. Ich dachte, mir wird richtig Blut abgenommen am Arm. Oh Gott. Da war ich voll überfordert. Eklig. Oh Gott. Ich kann es nicht aushalten, wenn eine Situation entsteht, wo Türen sich schließen und kein Exit ist. Mein Name ist Chitel Balser. Ich bin Psychologin und arbeite seit über 20 Jahren therapeutisch mit Menschen. Mein Spezialthema sind Ängste und deren Überwindung. Schloss Hohenroda in Nordhessen. Hier treffen sich 4 Menschen, die alle ein Ziel haben: raus aus der Angst. Endlich ein Leben ohne Einschränkungen. Seit 4 Monaten arbeiten sie mit Hilfe der Therapeutin Chitel Balser daran, ihre Ängste zu überwinden. Jetzt wollen die 4 hier den letzten Schritt in ihr neues Leben wagen. 2 haben es bereits geschafft. Anne aus Kiel hat ihre Angst vor Enge und Kontrollverlust in den letzten 4 Monaten gut in den Griff bekommen und schaut mittlerweile wieder optimistisch in die Zukunft. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. It isn't in my Und auch David aus Ingolstadt hat große Fortschritte mit kleinen Tieren gemacht. Seine panische Angst vor Spinnen hat der lebensfrohe Controller zum großen Teil überwunden. Never gonna cast my anchor out of my freezing. Live on and dream on. Jetzt fehlen nur noch Alex aus Regensburg und die Frankfurter Studentin Lucy. Ob auch die beiden ihre Ängste bekämpfen können? Auch diese beiden werden jetzt im Therapieschloss von der Berliner Psychologin Chitel Balser auf ihre letzte Aufgabe vorbereitet. Was dabei auf sie zukommt, wissen sie aber noch nicht. Lucy, als ich dich kennengelernt habe am Anfang, da hattest du ja unglaublich große Angst vor Spritzen, vor Nadeln. Also zum Beispiel einfach eine normale Blutabnahme beim Arzt war für dich unvorstellbar und hattest du auch wirklich noch nie vorher gemacht, ne? Wir gucken uns jetzt mal deine Geschichte an. Auch Lucys Therapie hat vor 4 Monaten im Therapieloft in Idstein bei Frankfurt begonnen. Ganz behutsam, denn die Bioinformatikstudentin hat ein großes Problem. Ich erwarte jetzt Lucy. Sie hat eine ganz spezielle Form der Angst, und zwar eine sogenannte Blutspritzenphobie. Und das heißt, alles, was mit Spritzen, mit Impfen zu tun hat oder auch ein Pieker vom Arzt, das ist sehr schwer für sie oder unaushaltbar. Und ich vermute, dass sie jetzt sehr aufgeregt hier ankommen wird, weil das sind meistens Menschen, die eher auch ein hohes Ängstlichkeitsniveau haben. Ich erwarte von Chitel, dass sie mir viele Fragen stellt zu meiner Angst, um erst mal zu verstehen, was überhaupt mein Problem ist. Hallo! Wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Ja? Mhm. Bist du nicht zu aufgeregt? Ein bisschen, aber es ist okay. Okay, aber das gehört auch dazu. Ja, und ich finde es total toll, dass du dich deiner Angst stellst. Mhm. Genau, dafür sind wir ja da und ich möchte gucken, wie ich dir helfen kann. Lucy studiert in Frankfurt Bioinformatik und wirkt nicht wie ein Angsthase.
Ihr Freund Joshua kennt aber ihre verborgene Seite. Ich kenne Lucy seit 4 Jahren, seit 2018. Da sind wir auf dieselbe Schule gekommen. Und wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen. Also in der Regel machen wir viel zusammen. Wir sind eigentlich fast jeden Tag, sehen wir uns irgendwie. Grundsätzlich gehen wir dann doch auch schon oft raus, gehen spazieren in Frankfurt oder gehen irgendwo was essen, je nachdem, worauf wir gerade Lust haben. Ich würde sagen, Lucy ist ein sehr lebensfroher Mensch. Lucy unternimmt sehr viel, sowohl mit ihren Freunden als auch mit ihrer Familie. Also in der Regel hat Lucy immer was zu tun. Was sie am meisten eigentlich auszeichnet, ist ihr Ehrgeiz und ihr Fleiß. Also egal, was sie sich eigentlich irgendwie vornimmt, sie schafft es irgendwie dann doch immer, auch wenn es schwierig ist. Lucy hat Angst vor Spritzen. Das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. Natürlich, weil man es natürlich nur dann merkt, wenn man natürlich auch eine Spritze bekommt. Und das passiert ja jetzt nicht so häufig. Aufgefallen ist es mir dann bei einer Impfung. Und dann bin ich tatsächlich auch mit reingegangen. Und da war es dann doch schon, dass sie da sehr stark drauf reagiert hat. Also sie musste sich hinlegen und hat geweint, weil es einfach eine schlimme Situation war. Und es wäre natürlich schön, wenn sie das überwinden könnte. Ich hatte schon Patienten mit Blutspritzenphobie, aber tatsächlich kommen die nicht so oft in eine therapeutische Praxis, weil die vermeiden es. Die haben oft gar nicht so die Motivation, das zu bearbeiten, sondern sagen einfach, nee, ich versuche das einfach gar nicht erst geschehen zu lassen. So, ich habe dir was mitgebracht. Die Spritze mit der Nadel. Wie ist es für dich, das zu sehen? Ja, es ist okay. Es liegt noch weit weg von mir. Mhm. Die Nadel an der Spritze zu sehen war schon sehr, ja, schon fast so eine kleine Herausforderung, weil ich sowas noch nie mir so genau angeschaut habe, vor allem weil ich davor ja auch so eine gewisse Angst habe. Das ist eigentlich was ich allgemein vermeide. Okay, aber man merkt, du bist schon wieder so ein bisschen am Rattern, ne? Kopfkino geht los. Ja. Nämlich, was denkst du? Naja, also ich habe wieder so Bilder einfach im Kopf Was von für Spritzen, die halt gespritzt werden. Die Herausforderung jetzt für dich wäre, den Apfel und die Spritze zu nehmen und die Spritze reinzupieken. Ist das für dich vorstellbar? Ja, das ist okay. Hast du so eine Spritze schon mal in der Hand gehabt? Nein. Okay. Nein, tatsächlich nicht. Also es wirkt so, als wärst du auch ein bisschen neugierig. Ja, bin ich. Aber es ist auch komisch, das so nah zu sehen. So genau habe ich es mir noch nie angeguckt. Mhm. Und wenn du dir es genauer anguckst, macht es eher mehr Angst oder weniger? Ja, mehr. Gut, dann würde ich dich jetzt bitten, wirklich die Nadel mal in den Apfel zu pieksen. Was für ein Gefühl war das jetzt? Ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit einem Arm oder so. Also es war mehr Widerstand. Mhm. Ja, also es war trotzdem ein komisches Gefühl. Dann die Spritze in den Apfel zu pieken, war für sie ja dann doch relativ leicht. Ich finde, man hat auch gesehen, dass dann so ein bisschen so die Wissenschaftlerin in ihr wieder durchkam. Dann entstand auch so eine Neugier, sich doch die Spritze anzugucken und das so rauszufinden und noch zu gucken, wie fasst man die an. Ich würde dich noch was fragen, nämlich den Apfel mal wegzulegen. Ja. Und einfach mal mit deinem Finger so an die Spitze zu tippen, dass du schon diesen Pieker merkst, aber natürlich nicht wirklich, dass es dich verletzt. Das wäre das Letzte, was ich jetzt gemacht hätte.
Was kommt dann für ein Gefühl auf? Naja, schon irgendwie Angst, Vor was? dass es in meinen Finger geht. So. Okay. Hast du es gespürt? Das war schon gut. Also das hat schon noch so ein bisschen meine Vorstellungskraft in Gang gebracht, wie das Ganze also wie das Ganze genau aussieht, wenn diese Nadel dann zum Beispiel in meine Haut, in meinen Arm, in mein Bein, wie auch immer, eindringt. Das konnte ich mir dann schon genauer vorstellen. Also ja, es war nicht so gut. Also du hast kurz die Berührung gehabt. Und wie war das? Da wird schon mehr die Aufregung, ne? Ja. Also das ist nichts Schönes. Ja, was passiert mit dir? Ja, alleine wenn ich das jetzt sehen würde, dass meine Haut schon so eindellt sozusagen, wäre das schon viel. Ja, man merkt, du bist jetzt wirklich angespannter, ne? Ja.